Ja, wir sind hier im Weltnaturerbe Wattenmeer und das Erbe, was wir hier haben, ist Reichtum, und zwar Reichtum an Biomasse. Das heißt im Wattboden, und wenn wir hier mal gucken, wir sehen überall so kleine Kriechspuren und kleine Löcherchen. Hier ist eine Unmenge von Wattschnecken im Boden. 100.000 auf den Quadratmeter können hier sein. Und wenn man mal so ein bisschen hier mit den Fingern reibt, dann bekommt man sehr schnell diese kleinen Schnecken zu sehen. Sie leben hier, ernähren sich von dem Schlick und erzeugen dadurch, indem sie heranwachsen, jetzt dann Nahrung für die Vögel. Der Alpenstrandläufer zum Beispiel, er ist der häufigste Watvogel hier mit 1 Million Gästen jedes Jahr. Die Alpenstrandläufer ernähren sich von Wattschnecken. Die Brandgans oder Brandente ernährt sich von den kleinen Wattschnecken. Und auf diese Weise ist die Wattschnecke halt ein Schlüsselbaustein für die Ökosysteme und Nahrungsketten im Wattenmeer. Und sie können schnell schwimmen, indem sie sich mit dem Wasser surfend fortbewegen. Sie sind auch eben unsere häufigste Art hier, aber eine Besonderheit ist auch, dass manche Exemplare besonders groß sind. Hier ist eine, die ist doppelt so groß wie die anderen. Das ist ein besonderes biologisches Phänomen, das heißt parasitäre Kastration. Dieses ist ein Riesenbaby sozusagen. Durch einen parasitischen Wurm ist die Schnecke kastriert worden und wächst immer weiter und wird viel größer als die anderen. Das ist also so eine Besonderheit, die man auch erzählen kann zu dieser Art. Diese massenhaft auftretende kleine Schnecke ist also das Symboltier sozusagen für den Reichtum an Biomasse im Weltnaturerbe Wattenmeer. Hier haben wir eine Stelle, wo Hunderttausende von Wattschnecken vorhin bei der letzten Flut gestrandet sind. Die driften mit der Wasseroberfläche, sind dann hier abgesetzt worden und warten jetzt, bis sie von der nächsten Flut dann wieder abgeholt werden, damit sie wieder auf Nahrungssuche gehen können. Ja, und noch praktische Tipps zum Schluss. Man kann in Pfützen, wo viele Löcher von vergrabenen Wattschnecken sind, durch vorsichtiges Plätschern die Wattschnecken aus dem Boden herausspülen. Dann sieht man, wie viele da sind. Und dann ist es auch oft hilfreich, wenn man noch ein paar Wattschneckenhäuschen bei sich hat. Hier, das sind 400 abgezählte in einem kleinen Lupengläschen und das hier sind etwa 20.000 geschätzt in einem größeren Lupengläschen. Und damit kann man auch noch mal den Reichtum an Biomasse in unserem Weltnaturerbe schön deutlich machen.